Mein Name ist Frank Rödel, bin selbstständiger Unternehmer aus München, 2 Kinder und war Gründungsmitglied der Basis und bin der erste Vorsitzende im Gründungsvorstand der Basis. Also die Maßnahmen können beendet werden, wenn die Justiz jetzt mal richtig ins Arbeiten kommt. Es gibt ein erstes Urteil vom Amtsgericht Weimar, das festlegt, dass die thüringische Verordnung, die schon im letzten Jahr im März gegriffen hat, eben die Menschenwürde der Menschen nicht berücksichtigt und es auch keine epidemische Notlage bundesweit besteht, so wie es der Bundestag mal festgestellt hat, letztes Jahr schon. Die Medienlandschaft ist natürlich ein ganz trauriges Thema, weil ganz klar ist, dass im Großen und Ganzen ein Framing stattfindet. Die Gedanken sind nicht mehr frei. Es kann nicht mehr frei diskutiert werden, sondern der Meinungskorridor ist ganz klar vorgegeben und die Pluralität der Meinungen wird in keiner Weise mehr abgebildet. Noch nicht mal vor den Öffentlich-Rechtlichen, die ja nun wirklich den Auftrag hätten, verschiedene Seiten zu beleuchten, verschiedene Experten vor allem auch zu Wort kommen zu lassen, um dann wirklich ein gutes Meinungsbild den Bürgern zu ermöglichen. Eine Demokratie lebt eben davon, dass die Menschen sich beteiligen. Und wenn du dir überlegst, was sich alles in den letzten Jahrzehnten verändert hat, die Gesellschaft hat sich verändert, die Technik hat sich verändert, die Digitalisierung, die vorangeschritten ist. Und eine der wenigen Dinge, die sich nicht verändert hat, ist die Politik. Die Politik ist gleich geblieben, die Parteien haben sich immer weiter eigentlich des Staates bemächtigt und keine Weiterentwicklung der Demokratie zugelassen. Ja. Basisdemokratie, ich kenne keine Partei mehr, die die Basisdemokratie auf den Leitfaden geschrieben hat. Sogar die Grünen haben sie jetzt aus dem Programm gestrichen. Und insofern ist die Basis eben diejenige Partei, die jetzt von grundlegend diese Thematik angehen will und die Bevölkerung ermuntern möchte, wieder an politischen Prozessen teilzunehmen. Und zwar wirklich vom Kreisverband, von den Orten nach unten, nach oben geben, was die Ideen sind und was man erarbeiten kann, direkt vor Ort. Ich denke mal, viele in der Basis sind so eingestellt, dass es nicht darum geht, noch schneller, noch reicher und noch toller zu werden, sondern es geht darum, dass wir uns endlich Konzepte und Ideen umsetzen, wie wir uns mit dem, was wir schon haben, zufrieden sein können, achtsam mit der Umwelt umgehen können und quasi im Einklang leben können mit dem, was uns die Natur und die Erde bietet. Und da ist Wettkampf mit zum Beispiel dem chinesischen System eigentlich das, was uns jetzt nicht vorantreiben sollte oder animieren sollte, bestimmte Dinge zu tun, sondern eben die Nachhaltigkeit ist das, was uns voranbringt. Also wenn ich angesprochen werde von jemandem, der sich für die Basis interessiert, dann frage ich als erstes mal, wo die Stärken des Menschen sind, was für Fähigkeiten er mitbringen könnte, weil wir in der Basis im Grunde für jeden Menschen ein Aufgabengebiet haben. Wenn man sich eben anschaut, was sich verändern muss in der Gesellschaft, welches Thema auch immer uns betrifft, überall ist es nötig, sich Gedanken zu machen, es zu verändern und weiterzuentwickeln. Und insofern hat jeder Mensch die Kapazität, sich politisch zu betätigen und sich einzubringen. Er muss nur an die richtige Stelle gebracht werden. Und das ist auch ein bisschen der Aufgabe von denjenigen, die schon ein bisschen länger in der Basis aktiv sind, zu wissen, wo gibt es welche Arbeitsgruppen, wo gibt es welche Initiativen, wo kann dieser Mensch, der jetzt gerade vor einem gegenübersteht, den richtigen Platz für sich finden, um in der Basis auch mitzuwirken. Es gibt viele Gründe, die Basis zu wählen. Einer davon ist zum Beispiel, dass es wahrscheinlich keine Partei jetzt im Bundestag geben wird, die die Geschehnisse, die 2020 im März begonnen haben und bis heute andauern, aufarbeiten werden, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, sie mal aufzuarbeiten. Es braucht natürlich einen parlamentarischen Corona-Ausschuss und nicht nur einen außerparlamentarischen Corona-Ausschuss. Das heißt, es braucht eine Partei, die die richtigen Fragen stellt und auch die richtigen Menschen zu Wort kommen lassen wird, die richtigen Wissenschaftler und die richtigen Auswertungen der Zahlen auch nochmal eine Rolle spielen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was im letzten Jahr passiert ist, so nahtlos wieder in der Versenkung verschwindet, sondern es bedarf eben einer juristischen, aber natürlich auch einer parlamentarischen Aufbereitung dieser Maßnahmen. Also insofern wird die Basis sicherlich eine deutliche Rolle dabei spielen, wenn diese Dinge wieder aufgearbeitet werden. Und dann wird der Blick natürlich auch nach vorne gerichtet. Die Frage bekommen natürlich auch oft gestellt, warum soll ich die Basis wählen? Und die Antwort ist ganz klar, die Basis ist die Basis für die Zukunft. Wir sind die Einzigen, die das Desaster, was gerade angerichtet wird, wieder aufarbeiten können. Und wir sind auch die einzige Partei, die sich letztlich in den nächsten Jahren nicht wieder korrumpieren lassen kann von Konzernen, die ihre eigenen Interessen verfolgen, weil die Basis oder die Lobby der Basis ist die Bevölkerung.
Die Bevölkerung sind diejenigen, die Einfluss nehmen können auf die Politik und da maßgeblich eben auch die Entscheidungen mit beeinflussen können. Die Weisheit der vielen ist nur in der Basis möglich und das ist der beste Grund, die Basis zu wählen.